Als erstes kannst du eine halbe Zwiebel in einen Topf mit kaltem Wasser zusammen mit 600 Gramm Hähnchenbrust geben. Dazu kommen auch 2 Lorbeerblätter, eine Knoblauchzehe sowie einen Esslöffel Salz. Wir drehen die Hitze hoch und lassen das Hähnchen für mindestens 20 Minuten kochen. In der Zeit kann ich sehr verraten. Die beliebtesten Enchiladas Mexikos kennt man hier kaum, weil die 2 wichtigsten Zutaten hier nicht so bekannt sind. Aber ich zeige dir, wie du diese Zutaten auftreibst, damit du die Schweizer Enchiladas probieren kannst. Fangen wir mit dem Wichtigsten an, unsere Enchiladasauce. Hierfür gib grüne Chilis nach Geschmack in einen Topf mit kochendem Wasser zu und nachdem die Chilis 5 Minuten gekocht sind, muss ich dir die erste Geheimzutat vorstellen. Tomatillos. Diese super schmackhafte Beerenfrüchte sehen aus wie eine unreife Tomate und werden deswegen oft als grüne Tomaten bezeichnet, obwohl sie keine sind. Tomatillos sind aufgrund ihres leckeren, süß-säuerlichen, würzigen Geschmacks ein Eckstein der mexikanischen Küche und finden in vielen Soßen Verwendung. Ich gebe also 500 Gramm Tomatillos in den Topf und nach weiteren 5 bis 7 Minuten haben sie die Farbe geändert. In diesem Augenblick holen wir alles heraus, angefangen mit den Tomatillos, denn wenn sie zu lange kochen, können sie eine etwas bittere Note annehmen. In der Zwischenzeit kannst du die Hähnchenbrust aus dem Topf herausholen und abkühlen lassen. Die Brühe kannst du durch einen feinen Sieb säen und für andere Rezepte aufbewahren, weil du für dieses nur eine große Tasse davon brauchst und die soll auch erstmals etwas abkühlen. Während wir warten, dass alles abkühlt, stellen wir eine Pfanne auf mittlere Hitze ohne Öl und rösten 8 Gramm Sesamsamen für ein paar Minuten. Vorsicht, das dauert wirklich nur ein paar Minuten. Sobald sie dunkler geworden sind, hole ich sie heraus und sie müssen erstmals zerkleinert werden. Persönlich mag ich die Samen in die Gewürzmühle zu zerkleinern anstatt zu mörsern, aber wenn du keinen Bock drauf hast, kannst du sie einfach nachher in den Mixer dazugeben und den Mixer deutlich länger laufen lassen. Jetzt sollte die Hähnchenbrust nicht mehr so heiß sein und wir können das Fleisch auseinandernehmen, ohne sich die Finger zu verbrennen. Endlich zeige ich dir die zweite nicht so bekannte Zutat. Der Poblano Chili hat ein sehr interessantes, fruchtiges, erdig-süßliches Aroma und eine sehr, sehr milde Schärfe. Sie werden also nicht aufgrund der Schärfe in vielen Gerichten verwendet, sondern um eine zusätzliche Geschmacksebene hinzuzufügen. Frische Poblano Chilis werden in Mexiko öfters über der Flamme eines Gasherders schwarz geröstet. Aber das klappt auch auf einer Pfanne ohne Öl wunderbar. Anschließend kannst du sie in eine verschließbare Tüte für 10 Minuten aufbewahren, damit sie ins Schwitzen kommen. Also, damit man im Nachhinein die Haut leichter abziehen kann. Das erscheint dir vielleicht komisch, aber glaub mir, dieser Schritt lohnt sich definitiv. Sobald wir die Pelle abgezogen haben, entfernen wir das Kerngehäuse und die Samen. Wenn du damit fertig bist, werfe Folgendes in den Mixerbehälter hinein. Die gekochten Jalapeno-Chilis, einen kleinen Handvoll Koriander, die Tomatillos, 2 Knoblauchzehen, eine Viertel Zwiebel, die Poblano-Chilis, den Sesam, einen Teelöffel Salz, 150 Gramm saure Sahne, die Tasse Brühe und jetzt kommt der Grund, weswegen diese Enchiladas Schweizer Enchiladas heißen. Käse. Normalerweise haben mexikanische Soßen keinen Käse, aber diese hat jede Menge davon. Aus diesem Grund nennen Mexikaner diese Enchiladas Enchiladas Suizas. Jetzt kannst du den Mixer seine Arbeit erledigen lassen, bis eine flüssige, gleichmäßige Konsistenz entsteht. Die Konsistenz sollte aber auch nicht allzu dick sein. Wenn das bei dir der Fall ist, gib ein bisschen mehr Brühe dazu. Direkt hinterher kannst du einen Topf auf niedrige Hitze stellen, die Soße dazugeben und sie einige Minuten sanft köcheln lassen, bis sie leicht eindickt. Und so sieht die fertige Soße für deine Enchiladas Suizas aus. Glaub mir, das hier ist purer Geschmack. Aber wenn du gerade denkst, dass dir das alles zu aufwendig ist, kein Problem, die schnelle Variante geht so. Schneide eine Viertel Zwiebel und 2 Knoblauchzehen ganz grob und brate sie zusammen mit den Chilis auf einer Pfanne mit ein wenig Öl. Und hier brauchst du die Tomatillos und Chili Poblano nicht zuzubereiten, weil du einfach welche aus der Konservendose nehmen wirst. Frisch sind sie natürlich besser, aber ich muss sagen, dass die Qualität dieser Zutaten aus der Konservendose trotzdem top ist. Wenn die Zwiebeln glasig geworden sind, mixen wir wieder alle Zutaten außer dem Sesam, bis eine cremige Salsa entsteht. Hier suchen wir eine etwas dickere Konsistenz.
Und wenn bei dir die Konsistenz ungefähr so aussieht, ist diese Enchilada Salsa fertig. Diese Enchiladas werden in Mexiko überwiegend mit Mais, aber auch ab und zu mit Weizentortillas zubereitet. Ich mag sie natürlich am liebsten mit Mais-Tortillas, aber meine Kinder essen sie lieber mit Weizentortillas. In der Zubereitung besteht der einzige Unterschied darin, dass die Mais-Tortillas ganz kurz von beiden Seiten im heißen Öl frittiert werden müssen. Aber bevor du die Tortillas frittierst, kannst du schon mal den Backofen auf 180 Grad vorheizen und wenn du die Tortillas fertig frittiert hast, gib reichlich Hähnchenfleisch drauf, rolle sie zusammen und stelle sie mit dem offenen Tortillarand nach unten auf eine Backform. Die Backform brauchst du nicht mal einzufetten, es reicht, wenn du etwas von der Soße drauf verteilst. Für die Variante mit Weizentortillas musst du die Tortillas nicht frittieren. Wenn du also ein schnelleres Rezept möchtest, sind die Weizentortillas besser dafür geeignet. Anschließend gießen wir reichlich von unserer Schweizer Enchilada-Soße drauf. Und bitte hier nicht schüchtern sein, denn die ganze Salsa muss weg. Aber Mexikaner müssen bei vielen übertreiben und deswegen gibt man jetzt wieder reichlich Käse drauf, obwohl die Soße schon jede Menge davon hat. Ich habe hier einfach geriebener Käse gleichmäßig drauf verteilt. Nun kommen unsere Enchiladas in den Backofen, bis die obere Käseschicht gratiniert. Währenddessen schneide ich eine rote Zwiebel in dünnen Scheiben. Und nur so als Aufmunterung, diese Enchiladas Suizas nachzukochen, ich habe sie schon öfters für Deutsche zubereitet und ohne Schmand, viele haben einen neuen Lieblingsgericht gefunden. Wenn du diese Enchiladas noch nie gegessen hast, kannst du einfach nicht sagen, dass du Enchiladas kennst. Es gibt aber ein weiteres mexikanisches Rezept, das ich einfach nicht aufhören kann zu essen. Im Video auf der linken Seite zeige ich dir, wie du das beste Streetfood-Gericht der Welt bei dir zu Hause machst.